Man sagt ja manchmal, das geht unter die Haut. Und bei Fibromyalgie, da spüren das auch viele. Plötzlich juckt es irgendwo oder es brennt oder kribbelt oder die Haut spannt ständig oder reagiert irgendwie über und eigentlich auf nichts oder vielleicht auch auf alles. Und du fragst dich, was ist das jetzt wieder? Ist das Fibro oder ist das doch was anderes? In diesem Video schauen wir uns an, welche Hautsymptome bei Fibromyalgie auftreten können, was andere Betroffene berichten und was wirklich helfen kann. Aber bevor wir zu den Selbsthilfetipps für die Haut kommen, schauen wir uns erstmal an, wie sie sich bei Fibromyalgie überhaupt bemerkbar macht. Und einer, der das sehr früh beobachtet und beschrieben hat, das ist Dr. St. Ammann. Das ist ein Fibromyalgiearzt im Ruhestand und der ist selbst betroffen. In seinem Buch beschreibt er, dass bei Fibromyalgie ganz typische Hautsymptome auftreten. Nicht nur vereinzelt, sondern eben immer wieder. Und er schreibt zum Beispiel, fast alle Fibromyalgiker erleben Juckreiz. Und er beschreibt eine ganze Palette von Hautveränderungen, die er immer wieder bei seinen Patienten gesehen hat. Zum Beispiel Ekzeme, Nesselsucht, Rosatia, Akne, aber auch Hautausschläge, die sich gar nicht richtig einordnen lassen. Und dazu auch schuppige oder gerötete Stellen, kleine Beulen nennt er. Er nennt Bläschen oder sogar Erscheinungen wie bei Psoriasis, also Schuppenflechte, oder Dermatitis. Und dann sind da noch die Empfindungen, die gar nicht sichtbar sind. Da gehört zum Beispiel dazu Hautbrennen. Das kann es geben an Armen oder an Beinen oder häufig auch im Nackenbereich. Es gibt kalte oder heiße Haut oder das Gefühl, als ob ein Insekt über die Haut läuft. Kennt ihr das auch? Manche beschreiben das so. Und dann gibt es auch welche, die reagieren extrem auf Kleidung, zum Beispiel auf die Etiketten hier im Nackenbereich oder auf bestimmte Stoffe oder auf jede Art von Reibung. Also wenn Klamotten einfach auf der Haut reiben, ist für viele auch nicht erträglich. Und für Dr. St. Ammann war klar, die Haut ist bei Fibromyalgie oft mit betroffen. Nicht bei allen gleich, aber bei sehr vielen. Und Rückmeldungen von Betroffenen bestätigen mir das auch. Die Haut ist wirklich ein Thema bei Fibromyalgie. Und jetzt ist natürlich meine Frage, wie erlebst du das? Wie ist das bei dir? Schreib doch gerne mal in die Kommentare. Ja, dann lass uns jetzt mal schauen, was kann man tun, wenn die Haut so empfindlich reagiert. Nicht alles wirkt natürlich bei jedem gleich, das ist klar. Manchmal braucht das ein bisschen ausprobieren. Und um dich dabei zu unterstützen, gebe ich dir hier heute einige Tipps. Vielleicht ist ja auch was für dich dabei. Ich zeige dir, was sich bei anderen bewährt hat und was mir auch persönlich geholfen hat. Und da muss ich gleich sagen, kaum etwas beeinflusst meine Haut so stark wie das, was ich esse. Das ist tatsächlich so. Und ich bin nicht die Einzige, die das erlebt. Viele berichten, dass sich ihre Haut bessert, wenn sie weniger Zucker, Fertigprodukte, Weißmehl und sowas essen. Und manche verzichten sogar ganz bewusst zum Beispiel auf histaminreiche oder stark verarbeitete Lebensmittel, weil es einfach der Haut dann eben gut tut und auch in anderen Bereichen wirkt. Ja, und auch ich kann das bestätigen, das wisst ihr, wenn ihr schon einige meiner Videos gesehen habt, dass ich da mit der Ernährung große Auswirkungen habe. Mein Hautbild hat sich durch die Ernährungsumstellung mit einer strikt kohlenhydratarmen Ernährung deutlich verbessert. Früher hatte ich ständig irgendwo Pickel, besonders war das im Gesicht und auch auf dem Rücken. Da war es auch echt heftig teilweise. Und heute kommt das nur noch ganz, ganz selten vor. Und wenn ich beim Essen mal Ausnahmen mache, dann merke ich das meist schon am nächsten Tag. Die Haut reagiert sofort und es zeigen sich dann wieder mehr Unreinheiten oder auch sogar eben vereinzelt Pickel. Ich bekomme übrigens auch immer mal Rückmeldungen zur Haut mit ganz unterschiedlichen Themen und das möchte ich jetzt erzählen. Da schrieb mal jemand, früher hatte ich ständig Pilzinfektionen, Haut, Schleimhaut, Nägel. Seitdem ich kein Zucker mehr esse, ist das kein Thema mehr. Und eine andere schrieb, meine Rosatia ist deutlich ruhiger geworden, seitdem ich meine Ernährung umgestellt habe. Und bei Zucker wird es sofort schlimmer. Aber nicht nur das, was wir essen, kann die Haut reizen, auch das natürlich, was auf die Haut draufkommt, was wir auftragen. Viele reagieren auf Inhaltsstoffe in Pflegeprodukten, aber das zu erkennen, das ist oft gar nicht so einfach. Und gerade wenn die Haut ständig juckt oder spannt oder auf scheinbar harmlose Produkte überreagiert, da lohnt es sich,
auch bei der Pflege mal genauer hinzuschauen. Was vielen Probleme macht, sind Pflegeprodukte mit Duftstoffen, mit Farbstoffen, mit Konservierungsmitteln oder mit anderen bedenklichen Inhaltsstoffen. Diese Stoffe können besonders bei sensibler Haut zu zahlreichen Problemen führen. Und an dieser Stelle möchte ich dir einen Tipp geben, und zwar mit dem heutigen Sponsor dieses Videos. Das ist die Marke MySalifree, die ich übrigens auch selbst verwende. Das ist eine österreichische Marke mit zertifizierter Biokosmetik, komplett frei von solchen bedenklichen Inhaltsstoffen und übrigens auch frei von Salicylaten, was für die Leute interessant sein dürfte, die die Guaifenesin-Therapie anwenden. Ich selbst habe schon fast alle Produkte von dieser Marke ausprobiert und mein Favorit sind die Tagescreme und das Pflegeöl. Das Pflegeöl besteht nur aus 4 Inhaltsstoffen, nämlich aus 3 Ölen und Vitamin E. Und das Öl fühlt sich einfach super an, liegt auch nicht fettend auf der Haut und man braucht auch nur sehr wenig. Das ist wirklich sehr ergiebig. Wenn ich das nutze, dann meist für das Gesicht, aber man kann es für den gesamten Körper verwenden. Und eins noch, das ist wichtig dazu, die Produkte enthalten ja keine Duftstoffe, die riechen also auch nicht. Die haben eher so eine Art Heugeruch, sage ich mal. Das kommt vielleicht vielen entgegen, die sehr geruchsempfindlich sind bei Duftstoffen. Das sind ja einige von euch. MySalifree gewährt dir einen Rabatt von 10% auf alle Produkte mit dem Code FIPRO10. Den Link zum Shop findest du in der Videobeschreibung. Ja, neben Ernährung und Pflege gibt es noch was, das viele gar nicht auf dem Schirm haben, nämlich bestimmte Nährstoffe, die auch großen Einfluss auf die Haut haben können. Gerade Omega-3, Vitamin D und Zink können da eine große Rolle spielen, sowohl für die Haut als auch für das Immunsystem. Und ich selbst weiß wirklich genau, wie sehr Hautprobleme belasten können, nämlich aus der eigenen Familie, das erzähle ich jetzt. Mein Sohn, der hatte ganz massive Schuppenflechte auf der ganzen Kopfhaut. Der ganze Kopf war betroffen, sogar die Augenbrauen waren schon teilweise betroffen und die Ohren. Und das hat Monate gedauert, aber mit einer hochdosierten Omega-3-Therapie sowie Vitamin D und Zink haben wir das Ganze in den Griff bekommen. Entscheidend ist dann aber dabei natürlich die richtige Dosierung. Heute ist er symptomfrei, weil er diese Nährstoffe immer noch regelmäßig in ausreichender Menge einnimmt. Und ihr wisst, auf Omega-3 mache ich ja immer wieder aufmerksam, denn es wirkt entzündungshemmend und ist bei vielen Menschen im Mangel. Und die Haut zeigt eben auch oft diese kleinen Entzündungen. Und ich arbeite in diesem Bereich mit zuverlässigen Omega-3-Partnern zusammen, die sich auf hochwertige Omega-3-Produkte und auf Blutanalysen für die Tests dann eben auch spezialisiert haben. Da biete ich ja auch Beratung zu an. Und wenn du über all das mehr wissen möchtest, dann findest du Infos und Links in der Videobeschreibung. Aber neben Omega-3 spielt auch Vitamin D oft eine Rolle. Besonders wenn die Haut eben dauerhaft gereizt oder entzündet ist, kann auch Vitamin D hier ein wichtiger Faktor sein. Denn das ist nicht nur ein Vitamin, sondern es wirkt auch hormonell. Und es spielt eine Schlüsselrolle für das Immunsystem und damit auch für viele andere Prozesse im Körper. Und deshalb finde ich das echt wichtig, auch hier beim Vitamin D auf einen guten Wert zu achten. Und wenn du unsicher bist, ob du gut mit Vitamin D versorgt bist oder ob du es überhaupt brauchst, dann schau dir gerne meine Vitamin D-Beratung an. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Wichtig ist auf jeden Fall beim Vitamin D, dass du den Wert beim Arzt testen lässt, statt es einfach auf Verdacht zu nehmen. Also das solltest du schon machen, denn Vitamin D kann man, wie du vielleicht weißt, auch überdosieren. Ja, und Zink, das ist ein Mikronährstoff, genauer gesagt ein Spurenelement, und das wird auch häufig unterschätzt. Dabei ist es wirklich wichtig für die Haut, für Wundheilung und fürs Immunsystem. Und gerade bei wiederkehrenden Hautentzündungen oder Problemen mit der Regeneration bei der Haut kann ein Mangel an Zink eine Rolle spielen. Und bei uns zu Hause ist Zink seit Jahren fester Bestandteil, weil es an vielen Stellen im Körper eben gebraucht wird, eben auch für die Haut. Und auch hier ist natürlich mein Rat, den Wert regelmäßig überprüfen zu lassen. Das kann man auch beim Hausarzt machen. Ja, und dann gibt es noch etwas, das für einige Betroffene eine wichtige Rolle spielt, auch wenn es eher langfristig wirkt und nicht sofort. Das ist die Guaifenesin-Therapie. Manche berichten, dass sich mit der Zeit auch die Haut verändert hat, zum Beispiel bei Beschwerden, die schon sehr, sehr lange bestanden. Wenn du diese Therapie noch gar nicht kennst, dann schau dir bitte dieses Video an, denn da erkläre ich, was es mit dieser Therapie auf sich hat. Das sprengt hier jetzt den Rahmen. Und ich möchte noch ein bisschen darüber erzählen, denn eine besonders eindrückliche Rückmeldung zur Therapie möchte ich dir jetzt vorlesen.
Ich hatte über viele Jahre wassergefüllte kleine Bläschen, die höllisch juckten zwischen den Zehen und an den Fußsohlen, teils auch an den Händen. Der Juckreiz war so quälend, dass ich die Bläschen regelmäßig geöffnet habe, dann ließ der Juckreiz nach. Nichts an Anwendung half, der Hautarzt konnte nicht helfen. Die Haut platzte auch zwischen den Zehen auf und brannte dann. Mit der Guaifenesin-Therapie verschwand das alles und tauchte noch 1- bis zweimal während eines Ausschwemmzyklus auf. Dr. St. Amang beschreibt das auch im Buch. Ich hätte das selbst nie mit Fibro in Verbindung gebracht und bin so dankbar, diese quälenden Symptome los zu sein. Ja, die Haut hat sich bei einigen ja auch sogar im Bereich der Schleimhäute verändert. Da habe ich auch eine Rückmeldung und die heißt, zur Haut zählt ja auch die Schleimhaut. Einige Monate bevor ich mit dem Guaifenesin angefangen habe, kam bei mir Vulvodynie als Symptom dazu. Das ist ein chronischer Schmerz im Intimbereich. Die einschlägigen Cremes haben nicht geholfen. Schon nach den ersten Wochen mit Guaifenesin ist das verschwunden und auch nicht wiedergekommen. Ja, Hautverbesserungen erleben vielleicht nicht alle mit dieser Therapie, aber für einige, wie man das hier eben sehen konnte, ist es ein Baustein, der geholfen hat, wo nichts anderes gegriffen hat. Und falls du da von eigenen Erfahrungen berichten kannst, schreib gerne mal in die Kommentare. Ja, wie man sieht, nicht immer geht es um sichtbare Veränderungen. Manche Hautsymptome sind unsichtbar und trotzdem sehr belastend. Und manche erleben zum Beispiel sowas wie Gänsehaut ohne Grund oder ein brennendes Gefühl auf gesunder Haut. Vielleicht so ein elektrisches Kribbeln, das wird auch manchmal beschrieben, oder stechenden Juckreiz. Oder das Gefühl, wund zu sein, obwohl äußerlich gar nichts zu sehen ist. Ich kenne das auch aus der Vergangenheit. Auch das kann alles zur Fibromyalgie gehören. Und wenn du auch solche ungewöhnlichen Symptome kennst, schreib das unbedingt mal in die Kommentare, das hilft uns allen. Ja, die Ärzte bringen ja solche Symptome eher nicht mit Fibromyalgie in Verbindung, anders als Dr. St. Amang. Und das betrifft natürlich auch noch viele weitere Punkte im Zusammenhang mit Fibromyalgie. Und wenn du darüber mehr erfahren möchtest, dann schau dir dieses Video an. Ich hoffe, du konntest aus diesem Video was für dich mitnehmen und ich freue mich auf dich im nächsten Video. Bis bald.